Beim Straßenbau an der Unstrut, fast an der Mündung in die Saale in der Nähe von Naumburg bei Klein-Jena, wurde ein Gräberfeld des 7. und 8. Jahrhunderts nach Christus entdeckt. Und das wichtigste Grab dieses Gräberfelds sehen Sie hier vor mir. Es handelt sich um ein Männergrab eines 50 bis 60 Jahre alten adeligen Thüringer Mannes mit Sporen, Sattel und Waffen und daneben um 2 Pferde, die ihm aufgezäumt mitgegeben worden waren, in einer Grube, die etwas höher lag. Die Köpfe waren abgesackt. Und das Besondere ist, dass neben diesen Pferden ein weiterer Mann liegt. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man, dass der Mann zwar einen Kopf hat, der etwa in der richtigen anatomischen Position ist, aber dass der Kopf im Vergleich zum Hals verdreht ist. Und wenn man noch genauer schaut, dann sieht man, dass zwischen dem 3. und dem 4. Halswirbel die Wirbel durchtrennt sind, und zwar mit scharfer Gewalt, also mit einem Schwert. Es war natürlich für uns völlig klar, dass wir versuchen, diesen eindrucksvollen Befund komplett zu sichern. Allerdings ging der Straßenbau so schnell voran und waren die Umstände und auch das Wetter so schlecht, dass wir hier etwas machen mussten, was wir normalerweise nicht machen, nämlich kleine Teilblöcke. Und diese Teilblöcke brachten wir in die Werkstatt. Und nun, da der Ausstellungsabschnitt gemacht wird, mehr als 10 Jahre später, bringen wir die bislang konservierten Teilblöcke zusammen und arrangieren sie hier wieder zum ursprünglichen Bild. Das wird sehr, sehr gut gelingen, weil wir praktisch diese Knochen kaum bewegt haben. Einzelne Knochen haben wir natürlich rausgenommen, etwa zum Röntgen aufgrund der Untersuchung von Krankheiten, oder haben wir herausgenommen, um Proben für Strontium-Isotopie, DNA und Ähnliches zu unternehmen. Also das Ziel ist es, am Schluss das gesamte Grab zu präsentieren. Was ist die Geschichte hinter dem Grab? Die Geschichte ist außerordentlich spannend. Das Thüringer Reich spielt mit im Konzert der Großen zwischen 460 und 530. Der Thüringer König Bisin macht eine Koalition mit den Ostgoten in Italien, mit König Theoderich. Am Ende geht das Ganze schief. Um 531 in einer Schlacht an der Unstrut, möglicherweise in der Gegend von Klein-Jena, geht das Reich unter. Die Franken erobern dieses Reich. Die Spitze des Reiches war schon zumindest so weit christianisiert, dass man den Helm von Stößen mit Kruzifix mitnahm ins Grab, aber nicht so christianisiert, dass sich die christlichen Riten weitgehend durchgesetzt hätten. Und offenbar, und das zeigt dieses Gräberfeld, das 200 Jahre nach dem Ereignis angelegt ist, selbst 200 Jahre später waren die Thüringer immer noch nicht richtig christianisiert, sonst hätte man hier nicht einen Gefolgsmann geköpft und mitgegeben. Das ist im Christlichen natürlich völlig undenkbar. Das heißt, solche Gräber können uns ein Geschichtsbild etwas korrigieren und scheinbar christianisierte Gegenden wieder heidnisch machen. Das ist das Spannende. Natürlich erzählt dieses Gesamtbild eine äußerst spannende Geschichte. Die Thüringer, wie gesagt, werden dann in der Folge richtig christianisiert, aber das dauert dann noch fast 100 Jahre. Sie sehen in diesen Gräbern natürlich Beigaben, zum Beispiel diesen eisernen Steigbügel. Natürlich entnehmen wir die Originale und machen diesen Steigbügel nach als Kunststoff. Der Grund ist ganz einfach, wir können kein rostiges Metall wieder zu diesen Knochen legen und wir wollen diese Steigbügel auch ausstellen. Und das ist auch nicht wichtig, ob die dann im Original drin liegen oder ob die in der Nachbildung drin liegen. Sie sehen, die sind wirklich perfekt nachgebildet. Diese Steigbügel sind ungemein interessant. Eine unscheinbare, aber folgenreiche Erfindung der Weltgeschichte. Um 600 kommen die Awaren aus der Steppe an und die bringen die Steigbügel mit. Man kann gar nicht glauben, dass der Steigbügel so lange nicht erfunden war. Das ist ganz unglaublich, wenn man weiß, wie vorteilhaft der Steigbügel ist. Kein mittelalterlicher Ritter
ohne Steigbügel, denn man kann sich dann in die Steigbügel stellen und mit der Lanze den Gegner herunterwerfen, oder man kann sich in die Steigbügel stellen und von den Steigbügeln aus stehend mit Pfeil und Bogen schießen. Die Steigbügel geben eigentlich erst dem Reiter Halt. Wichtig ist, dass man die richtigen Schuhe hat, mit denen man auch wieder rausrutscht, wenn man stürzt, sonst wird man nämlich mitgeschleift. Also hier sind einige der frühesten Steigbügel, die wir in Mitteldeutschland kennen, verbaut. Es gibt hier auch ein kleines Messer, aber eben kein Schwert mehr. Um diese Zeit nimmt man schon keine Schwerter mehr ins Grab. Es reichen ja auch die Reitpferde und ein Diener.